So macht ihr ein Diagramm von einer Funktion mit zwei Veränderlichen. Ich habe hier einmal die x-Achse aufgetragen und hier einmal die y-Achse. Hier habe ich einen freigelassen. Wenn ich jetzt diese Funktion haben will, x Siebtel plus 6 Siebtel y, dann brauche ich hier folgendes. Das ist einmal c Dollarzeichen 1, also es geht um dieses hier, Siebtel, plus Dollarzeichen b2, es geht um dieses hier, mal 6 Siebtel. Das ist diese Funktion. Das Dollarzeichen zwischen c und 1 bedeutet, wenn ich jetzt runterziehe, wird immer dieser Wert genommen. Und das Dollarzeichen vor dem b bedeutet, wenn ich hier nach rechts ziehe, wird immer dieser Wert genommen. Und nicht immer von einem davor. Das bedeutet, ich ziehe jetzt hier einmal runter und ziehe hier einmal nach rechts. Jetzt markiere ich mir alles samt den Achsen, gehe auf Diagramme, weitere Punktdiagramme und sage jetzt Oberfläche. Und hier schon unser 3D-Diagramm. Wir müssen das noch einmal prüfen. Die Funktion steigt ja mit 1 Siebtel x plus 6 Siebtel y. Das heißt, wir haben hier 0, 0, 0. Das sieht gut aus. Das hier ist die x-Achse, denn bei 7 sind wir bei einer Höhe von 1. Das hier ist die y-Achse und das hier ist die z-Achse. Okay, dann können wir jetzt noch einmal die Achsen ein bisschen deutlicher machen. Hier nochmal zur Legende. Jetzt klickt ihr auf die Zeichnungsfläche und sagt dann 3D-Drehung. Und jetzt können wir das Ganze hier noch einmal drehen. Also zum Beispiel so und dann nochmal so. Gut, jetzt können wir dem Ganzen noch einen Rahmen geben. Und schon haben wir unser 3D-Diagramm.